Wer möchte nicht so riechen, wie als ob er gerade mitten in einem Wald steht? Ich finde das sehr entspannt und sehr cool und daher, hi, ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense und heute bewegen wir uns einfach mal olfaktorisch im Wald, bei Oddly Specific Wald. Wälder gibt es ja in den verschiedensten Ausprägungen, von Dschungel bis Urwald über nordamerikanische Monokultur oder europäische Monokultur gibt es ja viele Möglichkeiten, wie weit interpretiert werden kann. Wenn du auf außergewöhnliche Düfte fernab des Mainstreams stehst, solltest du hier vielleicht mal ein Abo dalassen und wir erkunden gemeinschaftlich die außergewöhnlichen Düfte, die es so auf dem Markt aktuell gibt. Wir starten mit einem Duft, der ja schon sehr pinienlastig ist und das ist der Oniriku Tau. Du hast hier so eine harte Kiefer-Pinien-Geschichte, die wirklich sehr grün und nadelig ist. Aber auch so eine Frische durch Wacholder. Ein sehr schöner, tiefer, holziger, waldiger Duft, der dich wirklich in eine andere Welt entführt, um mal einen Waldspaziergang zu machen. Vielleicht tut's dieser Duft. Er spielt aber auch noch mit so leicht rauchigen, harzigen Noten und ganz absurd. Wahrgenommen habe ich es nicht, aber in den Noten aufgelistet ist auch Paprika. Paprika habe ich nicht gerochen, ist vielleicht einfach dieses, ja, leicht bittere, was in diesem Duft auch noch vorkommt. Cooles Teil, sehr besonders und was auch richtig cool ist, die Deckel sind tatsächlich aus echtem Marmor. Geil. Wir bleiben holzig-waldig und zwar mein lieber Freund Frederik von Nibiru Parfüms hat mit dem Emerald einen limitierten, sehr besonderen Duft rausgebracht. Der ist quasi grünes Oud. Also du hast sehr viele grüne Noten, du hast eine gewisse Holzigkeit, eine Harzigkeit mit drin, aber auch einen Oud, was aber nicht animalisch oder stinkig ist, sondern einfach ja diese dunkle Tiefe mit reinbringt. Der Emerald ist wirklich ein typischer Nibiru-Duft. Du hast auch diese ätherische Holzigkeit mit drinne, die dich fast so an so einen Saunaaufguss denken lässt. Cooler Duft, sehr speziell, sehr komplex. Der hat auch noch so eine gewisse Oldschool-Wachsigkeit. Du hast noch Iris mit drin, du hast Bienenwachs, Absolut. Ja, der ist schon dicht gewebt, der hat schon leichte Vintage-Anschläge. Toll gelöst, cooler Duft. Ja, einfach cool von so einem jungen Self-Taught Parfümeur aus Deutschland einen Duft zu haben. Wenn du die Möglichkeit hast und auf artisanale Düfte stehst, unbedingt mal die Nase dran. Wenn wir gerade schon von Nibiru reden, können wir auch noch den anderen sehr waldigen Release von ihm besprechen, und zwar der Kenchitora. Kenchitora bedeutet Säbelzahntiger oder glaube ich auf Japanisch. Das war irgendwie so die Inspiration dahinter. Auch dieser Duft wieder der typische Nibiru Magic Drop mit dieser ätherischen Holzigkeit, die irgendwie an Zuhause und Sauna erinnert. Sehr heimlich, aber auch hier wieder sehr grün mit einer Frische, die in so eine Rauchigkeit abwandert. Zumindest auf meiner Haut kommt hinten raus wirklich stark rauchige Weihrauch- und Kate-Holz-Geschichten raus, was ihn dann nach hinten raus wieder ein bisschen dunkler werden lässt. Spannendes Release, sehr cool gemacht und eins der ersten Releases von Nibiru, das auch in ein bisschen höherer Stückzahl mal produziert wurde und dafür der Preis relativ gesunken ist. Du hast halt hier diese schon fast zitrische, grüne Frische mit dabei, die einfach geil ausbalanciert wird durch so leichte Rauchigkeit. Wir bleiben grün, gehen aber aus dem, ja, sagen wir mal, europäisch bekannten Wald weg, eher in den Urwald. Und da ist Bryn Lomros einfach ein geiler Parfümeur für und hat hier für Asman mit dem Naked Forest wirklich was Besonderes erschaffen. Du hast schon fast so eine grün-harzige Mangonote mit drinne. Allgemein ist der Duft sehr frisch,
ätherisch-harzig und du hast wirklich das Gefühl, du stehst in einem Urwald und wirst von der Sonne beschienen. Sehr besonders, sehr cool. Von unten kommt noch so ein bisschen Oud. Du hast eine pudrige Iriswurzel noch irgendwie mit drin. Geiler Duft, hält ewig, tolle Performance und für den Sommer absolutes Brett, wirklich. Wenn wir schon bei Pridden Lomros sind, jetzt andere Marke, aber folge dem Parfümeur, nicht der Brand. Sloth von Zoologists. Einer meiner Favoriten. Du hast das Gefühl, du liegst in einem Urwald auf dem Boden und schlürfst eine Tasse Kamillentee. Schon ein bisschen feuchter Urwaldboden mit so leicht pilzigen Anschlägen, aber das Ganze in sehr entschleunigend, entspannend und besonders. Cooles Release und ja, macht mir richtig viel Spaß. Ich bin aber auch ein großer Kamille-Fan. Bei dem Duft kommen aber auch beerige Noten relativ cool durch, besonders am Anfang. Und dann halt einfach diese Kamillentee-Note. Sehr entschleunigend, sehr entspannt. Wirklich cool und besonders. Wir machen einen kurzen Abstecher ins neblige England und die Wälder und Jagdgründe von England. Wir landen bei Patchouli of the Underworld von Electimus, den ich tatsächlich mit so Tweed-Sackos, einem englischen Landsitz mit Jagdgründen irgendwie so verordne. Du hast so ein leichtes braunes Wildleder mit dabei. Wie gesagt, Tweed-Sakko fällt mir ein und halt neblige Wälder umringen die Szenerie. Das ist so das, was ich bei Patchouli of the Underworld bekomme. Viele Leute beschreiben den gänzlich anders. Ich finde ihn sehr edel, ich finde ihn zeitlos, ich finde ihn fast männlich. Man muss so ein bisschen an Professor Lupin von Harry Potter denken. Das war zumindest so meine Assoziation. Cooler Duft, sehr schön gearbeitet. Nicht unbedingt Wald, aber ja, nebliger Wald in einem Jagdgebiet in England. Und wenn wir jetzt die vornehmen Menschen aus diesem Waldgebiet rausnehmen und uns nur das Waldgebiet angucken, dann landen wir bei Fathom 5 oder Fathom V von Beaufort London. Auch dieser Duft riecht wie ein nebliger Wald, finde ich. Du hast sehr, sehr grüne Akzente mit dabei, die schon fast nach Grünabschnitten riechen. Also so ein bisschen was von nebligen Wald oder auch Blumenladen findest du tatsächlich häufig als Assoziation zu diesem Duft. Das ist wirklich kühl, kalt, feucht und jede Menge grün, Assoziationen von giftigen Efeu. So das ist der Vibe. Und wenn das ein Vibe ist, den du geil findest, dann musst du diesen Duft ganz, ganz dringend mal riechen. Wir sind zurück in einem, ja, sagen wir mal, grünen nordamerikanischen Nadelwald, und zwar Cape Hardacre. Dieser Duft von Imaginary Authors ist wirklich sehr waldig und grün und holzig und man muss so ein bisschen an so einen Film aus den USA mit so einem Aussichtspunkt, wo die ganze Jugend hinfährt mit dem Auto, um da rumzumachen. So, warum rummachen? Weil der Duft auch noch so eine synthetische Erdbeernote hat. Ich finde die Erdbeere hier gar nicht schlecht umgesetzt. Ich stehe nicht so auf Erdbeerendüften, aber hier finde ich es tatsächlich ganz nett gelöst. Du hast so diese Erdbeere und dann meine Assoziation im Kopf war einfach, wie sich ein verliebtes Paar gegenseitig mit Erdbeeren füttert, während sie im Wald rumliegen, da wo es halt total, was dafür bekannt ist, dass da die jungen verliebten Menschen hingehen. Das war so meine Assoziation zu dem Duft. Du hast hier Hemlock-Tanne mit drin, du hast harzige, waldige, holzige Noten drin. Cooles Teil für unter 100 Euro, machst du hier definitiv nichts falsch. Während ich gerade drüber rede, fällt mir ein, dass natürlich quasi das komplette Sortiment von Jorum Studios fantastische
Abbildungen von verschiedenen Wäldern sind. Also wenn ihr Bock habt auf mehr Wald und vor allen Dingen mit einem Fokus auf Jorum Studios, schreibt es mir gerne in die Kommentare, mache ich liebend gerne. So, dann hat sich das hier einfach mal geändert. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Okay. So, noch ein weidiger Duft. Bei Emerald von Nibiru Parfüms habe ich gesagt grünes Oud. Und das ist der Name von diesem Duft. Und zwar Green Oud von Katana Parfüms. Auf 18 Stück limitiert. Ich habe glücklicherweise eins. Ich weiß nicht, ob die nicht nochmal nachproduziert haben. Richtig schöner Duft. Sehr grün, aber ja, so asiatisch angehaucht. Also du hast das Gefühl, du bist in so einem Wald, auf einem Berg, wo du in der Ferne die Reisfelder siehst und du guckst auf so einen schönen buddhistischen Tempel. So, das ist so das, was das bei mir auslöst. Es ist sehr entspannend, es ist sehr zen, es ist sehr introvertiert, es ist sehr heimelig und wohlfühlend und entspannend. Vielleicht ist es auch einfach diese Jasmin-Note, die schon fast an Jasmin-Tee erinnert, in der Form, wie es hier umgesetzt wurde. Ich finde das Oud in keinster Art und Weise, naja, der Start ist so leicht, also wirklich ganz leicht stinkig, aber ja, eigentlich ist das Oud da relativ dezent sogar gehalten. Du hast halt einfach diese Holzigkeit und Tiefe durch das Oud und umringt wird das halt alles von diesen grünen, holzigen Noten. Also der ist einfach wirklich toll, der Duft. Wenn ihr die Chance habt, bei Equation Natural kann man auf jeden Fall noch Abfüllungen oder diese Mini-Pröbchen bekommen von dem Duft. Das war nämlich ein Exclusive für Equation Natural. So viel mal dazu. Ich habe ihn mir dann im Zug geschossen und war sehr, sehr dankbar, dass ich den hatte. Sehr cooler Duft. Und wir bleiben so ein bisschen asiatisch und gehen zurück zum Sloth thematisch, weil gerade hier auch wieder Kamille mit im Vordergrund steht und das ist der Hexen von Prisana Parfüms. Der ist grün, witchy. Du hast so einen undurchdringlichen Wald, der aber irgendwie so einen gewissen Charme hat, irgendwie sich heimlich anfühlt, auch durch die Kamille, die mit dabei ist. Ist wirklich wild, grün, leichte animalische Noten spielen hier noch mit. Sehr besonders, nicht alltagstauglich im eigentlichen Sinne, also zumindest kein No-Brainer-Duft, aber sehr spannend und komplex gelöst und der macht richtig Spaß, auch gerade durch mehrfaches Tragen neue Facetten an diesem Duft zu entdecken. Ist wirklich cool, kann ich jedem nur ans Herz legen. Gibt es auch bei Equation Natural. Ich sollte die vielleicht mal nach einem Code fragen oder so. Schön gearbeitet, grün, holzig, harzig, rauchig, undurchdringlich, mysteriös. Geiles Teil. Auch noch mit so Pilznoten mit drinne und Ziegenhaar. Ja, wirklich cool und besonders. Was ist dein Lieblingsweidduft und magst du es eher clean und sauber und unproblematisch grün? Oder stehst du auf Animalik und wenn es ein bisschen dunkler und wilder ist? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wie gesagt, andere Videowünsche, auch oddly specific, ab in die Kommentare und ich gucke, was ich umsetzen kann. Bis dahin.